Hallo und herzlich willkommen bei Flüsterton Deutsch, dem Podcast für alle, die die deutsche Sprache lieben. Heute sprechen wir über ein Thema, das viele Lernende betrifft: Selbstvertrauen beim Erlernen einer Fremdsprache. Vielleicht kommt es Ihnen manchmal so vor, als würden Sie nicht schnell genug Fortschritte machen oder als wären Sie einfach nicht dafür gemacht, Deutsch zu lernen. Vielleicht gibt es Tage, an denen Ihnen die Wörter nicht einfallen, die Grammatik verwirrend erscheint und Sie einfach alles hinschmeißen möchten. Aber wissen Sie was? Sie sind zu viel mehr fähig, als Sie denken. In dieser Folge erforschen wir, warum Sie bereits jetzt alles in sich tragen, um erfolgreich zu sein. Wir schauen uns an, wie Ihr Gehirn für Sie arbeitet, wie auch kleine Fortschritte zählen, und vor allem, wie Sie weitermachen können, ohne sich unter Druck zu setzen. Also atmen Sie tief durch, entspannen Sie sich und lassen Sie sich von mir leiten, zu einer sanften, aber starken Idee: vertrauen Sie sich selbst. Fangen wir an. Heute möchte ich Ihnen die Geschichte von einem Deutschlerner erzählen, der am Anfang überhaupt nicht daran glaubte, dass er Erfolg haben könnte. Er hieß Lukas. Er lebte in einem Land, in dem niemand um ihn herum Deutsch sprach. Nie war er in Deutschland gewesen, und keiner seiner Freunde konnte mit ihm Deutsch üben. Und doch beschloss er eines Tages, einfach loszulegen. Die ersten Monate waren schwer. Er hatte Mühe, einfache Sätze zu bilden. Er hörte Podcasts wie diesen immer wieder an, verstand aber nicht alles. Er schaute Videos auf Deutsch, machte sich Notizen und wiederholte Sätze alleine vor dem Spiegel. Es dauerte Wochen, bis er einen ganzen Satz flüssig sagen konnte, ohne zu stocken. Und selbst dann zweifelte er noch. Er dachte, er würde nie wirklich gut Deutsch sprechen können. Doch nach und nach kamen die Wörter. Die Sätze folgten. Und eines Tages führte er sein erstes richtiges Gespräch auf Deutsch mit jemandem aus einem deutschsprachigen Land. Es war nicht perfekt. Er machte Fehler. Aber er wurde verstanden. Und vor allem merkte er, er kann mehr, als er jemals gedacht hätte. Lukas ist kein Ausnahmetalent. Er hat kein besonderes Sprachtalent. Er hat einfach jeden Tag weitergemacht, Stück für Stück. Und Sie? Sie sind genau wie er. Wissen Sie was? Ihr Gehirn ist unglaublich. Es ist darauf ausgelegt zu lernen, sich anzupassen und sich weiterzuentwickeln, auch wenn es sich gerade so anfühlt, als kämen Sie nicht voran. Es gibt eine wissenschaftliche Idee namens Neuroplastizität. Das bedeutet, dass Ihr Gehirn sich verändern und neue Verbindungen schaffen kann, und zwar Ihr ganzes Leben lang. Jedes neue Wort, das Sie auf Deutsch lernen, jede Folge wie diese, die Sie hören, stärkt diese Verbindungen. Nur weil etwas heute schwierig erscheint, heißt das nicht, dass es immer so bleiben muss. Viele Lernende glauben, sie müssten begabt für Sprachen sein. Aber das stimmt nicht. Entscheidend ist vielmehr, wie sie ihre Fähigkeiten sehen. Die Forscherin Carol Dweck hat etwas erforscht, was man Wachstumsdenken, Growth Mindset, nennt. Danach erreichen Menschen, die glauben, dass sie sich mit Fleiß verbessern können, deutlich mehr Fortschritt als jene, die denken, ihre Fähigkeiten seien festgelegt. Wenn also etwas schwer erscheint, dann erinnern Sie sich daran: Es ist nicht du kannst es nicht, sondern nur du hast es noch nicht gelernt.
Und das ist eine gute Nachricht. Denn Sie sind gerade dabei, es zu lernen. Und jeden Tag werden Sie ein kleines Stück besser als am Tag zuvor. Eine Sprache zu lernen ist eine Reise. Und wie jede Reise hat sie Höhen und Tiefen. Manchmal fühlt sich alles leicht an, manchmal scheint man zurückzufallen. Hier sind jedoch einige einfache Tipps, um motiviert zu bleiben, auch an schweren Tagen. Zuerst feiern Sie Ihre kleinen Siege. Ein neues Wort, das Sie verstehen, ein Satz, den Sie selbst formulieren, das ist schon ein Schritt vorwärts. Sie müssen nicht perfekt sein. Sie müssen nur vorankommen. Zweitens, sprechen Sie, bevor Sie bereit sind. Viele Lernende warten auf den perfekten Moment, um Deutsch zu sprechen. Doch diesen Moment gibt es nicht. Der beste Zeitpunkt ist jetzt. Schreiben Sie, sprechen Sie laut vor sich hin, finden Sie einen Sprachpartner oder reden Sie sogar alleine, es hilft. Und schließlich, seien Sie gut zu sich selbst. Niemand lernt ohne Fehler. Fehler bedeuten nicht, dass Sie versagen. Sie zeigen nur, dass Sie es probieren, und genau das bringt Sie Ihrem Ziel näher. Sie sind auf dem richtigen Weg. Machen Sie weiter, egal wie langsam. Was zählt, ist, dass Sie nicht aufhören. Jetzt mache ich mit Ihnen eine kurze Pause. Atmen Sie tief durch. Schließen Sie gerne die Augen, wenn Sie möchten. Hören Sie einfach meiner Stimme zu und lassen Sie Ihre Gedanken ruhig werden. Stellen Sie sich vor, es ist in 6 Monaten. Sie unterhalten sich auf Deutsch. Die Wörter kommen leichter. Sie lächeln, weil Sie verstehen, was der andere sagt. Und auch wenn Sie Fehler machen, haben Sie keine Angst mehr zu sprechen. Da merken Sie, wie weit Sie gekommen sind. Nicht durch ein Wunder, sondern durch jeden kleinen Schritt, den Sie jeden Tag gemacht haben. Nehmen Sie sich einen Moment, um an etwas zu denken, auf das Sie stolz sind in Ihrem Lernweg. Vielleicht war es der erste Satz, den Sie selbst geschrieben haben, oder das erste Mal, dass Sie ein deutsches Lied ohne Untertitel verstanden haben. Egal, was es ist, erinnern Sie sich daran, Sie machen Fortschritte. Und das ist wichtig. Danke, dass Sie diese Zeit mit mir verbracht haben. Ich hoffe, diese Minuten haben Ihnen etwas Ruhe und auch Hoffnung gebracht. Deutsch zu lernen ist nicht immer einfach. Aber Sie sind stärker, als Sie denken. Jeder Schritt zählt. Jedes neue Wort bringt Sie Ihrem Ziel näher. Sie müssen nicht perfekt sein. Sie müssen nur weitermachen. Und wenn Sie diese Folge hören, zeigt das bereits, Sie geben nicht auf. Also danke. Danke, dass Sie an sich glauben. Danke, dass Sie weitergehen. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, teilen Sie sie mit jemandem, der auch Deutsch lernt. Und abonnieren Sie Flüsterton Deutsch, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.